Herzlich willkommen zum Wochenfazit der letzten Februarwoche 2023. Ihr seht hinter mir, der Prozess des Wärmerwerdens ist schon unterbrochen und das ist auch unser Thema, passt auch zu unserem Fazit, nämlich positive und negative Unterbrechungen. Das hat irgendwie die Woche bestimmt angefangen von sich Gedanken machen über Assoziationen, Verknüpfungen. Ja, ist das jetzt eine positive oder eine negative Unterbrechung? Und vielen Sachen mehr, die uns dieses Thema irgendwo wichtig werden hat lassen. Und wir hatten ja kürzlich auch über 60.000 Gedanken gesprochen. Da ist es ganz klar, dass es total darauf ankommt, ob man unterbrochen wird und eben immer wieder andere Sachen, immer neue Dinge anfängt und nichts kontinuierlich zu Ende bringt. Und es lohnt sich einfach, über dieses Thema nachzudenken. Also bleibt dran. Erstens, nicht geplante Unterbrechungen sind immer produktionshemmend. Ob es nun positiv oder negativ ist, kann ja wirklich positiv sein, wenn dann jemand reinkommt und sagt, es brennt. Ja, dann ist wirklich im Endeffekt viel, viel besser, jetzt hier alles abzubrechen. Aber meistens sind die Unterbrechungen eben nicht unbedingt förderlich. Und wir denken natürlich ganz stark an dieses Gepiepse von den Handys. Und wenn es da brummt und man denkt, oh ja, da ist jetzt ein wichtiger Anruf, dann ist man aus seinem Gedankenprozess rausgerissen. Dann ist man nicht mehr so effektiv. Und das, wenn man denn produktiv werden möchte, das gilt es eben wirklich abzustellen. Es sei denn, gibt es nämlich den anderen Fall, wo man wirklich an der Hotline ist und wo man darauf achten muss oder im Hotel und der Kunde König ist, ja klar, dann geht der natürlich vor, wenn der klingelt, dann muss ich auch ganz ad hoc meine Arbeit unterbrechen. Und trotzdem kommt es auch darauf an, dass ich mir Gedanken mache, wie ich die anderen Sachen trotzdem zu Ende bringe, dass ich eben nicht immer wieder einen neuen Vorgang aufmache und wieder bis zur Hälfte arbeite und damit kommt wieder eine Unterbrechung, sondern dass ich auch den ersten Vorgang dann wirklich abschließe und den zweiten erstmal zur Seite lege oder eben aufschreibe und dann erst mache, wenn der erste vorbei ist, damit ich dann da einen Haken machen kann und froh bin, okay, jetzt habe ich die eine Sache aber wirklich abgearbeitet. Und ich kann mich auch mit den Kollegen absprechen, dass sie, wenn ich jetzt was ganz Dringendes habe, dass sie meinen Platz da dann übernehmen und dann einspringen. So gibt es schon Möglichkeiten, aber erstmal ist Unterbrechung immer irgendwie störend. Und ja, sie nervt uns auch irgendwie und hat jetzt nicht nur die Produktivität, sondern auch über unser Wohlbefinden irgendwie einen Einfluss oder auf unser Wohlbefinden einen Einfluss. Und insofern gilt es da echt gut drüber nachzudenken, wie ich mit Unterbrechungen umgehe, ob ich das vermeiden kann, auch dass immer Mails, dass immer Anrufe oder irgendwas kommen. Ja, aber erst will ich nochmal reden über positive Veränderungen. Ja, es gibt schöne Anrufe einfach, wo man sich total freut. Also diese Woche war ganz besonders, wo wir sehr ermutigt worden sind von einem Kunden. Vielen Dank nochmal dafür. Das war einfach schön und sehr förderlich. Und da wird man eben gern unterbrochen, obwohl es da gar nicht so war. Im Gegensatz zu anderen Anrufen, wo man schon merkt, was wollen Sie eigentlich? Um was geht es eigentlich? Aha, und dann merkt man, es ist Kaltakquise. Aber bis man ihn dann abgewimmelt hat, ja, die sind manchmal so hartnäckig, ja, da sind dann doch schon wieder 2 Minuten vergangen. Ich wünsche Ihnen dann Gottes Segen zum Schluss wenigstens, damit Sie dann noch was mitkriegen. Aber der Prozess, der Flow ist irgendwie vorbei und man braucht dann wieder eine Zeit und manche sagen immer 1/4 Stunde oder länger, bis man wieder drinnen ist im Prozess und dass man wirklich sich konzentrieren kann. Und es gibt natürlich viele positive Unterbrechungen, wenn man irgendwo in einem falschen Film ist, wenn man irgendwo trübselig ist und irgendwo sich immer nur Sorgen macht, was übrigens auch zu diesen massiven Unterbrechungen, noch mehr aufs Handy, noch mehr in die News, ach nein, und schon wieder das, Angst und Sorgen und Schrecken und immer was,
Ganz klar, dass das auf die Arbeitsleistung absolut negativ wirkt. Auch hier immer wieder einen Facebook-Post zu schreiben. Klar ist man da einfach rausgerissen aus dem Prozess. Aber wenn man negativ gepolt ist gerade, dann ist eben eine Unterbrechung. Du, was ist denn los mit dir? Kann ich dir irgendwas helfen? Dann ist man total dankbar. Oder also ich gehe halt manchmal auch einfach in die Stille und bete dann. Wenn man halt nicht mehr weiter weiß, dann muss man eben mal abschalten oder muss man sich zusammensetzen und dann zusammen reden und irgendeinen Plan machen oder auch zusammen beten, was wir auch tun. Das ist eine positive Unterbrechung und die bringt uns dann wieder auf den Weg und fokussiert uns auf das Richtige. Jetzt habe ich über einige positive Unterbrechungen und negative Unterbrechungen geredet und da gab es jetzt noch ganz viele in dieser Woche. Aber die Quintessenz, finde ich, bildet auch dieser Vers aus den Sprüchen Salomos, Kapitel 4, Vers 25 und 26. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Wimpern vor dich hinschauen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Ja, das ist einfach ein gutes Vorhaben, hier gerade nach vorne zu schauen, auch nicht nach links und rechts, wo irgendwas Schmutziges hängt oder was man ja hat mit den ganzen Werbungen. All die Dinge, die einen einfach nur niederhalten oder ablenken oder auf in falsche Gedankenbahnen kommen lassen. Diese Dinge einfach links und rechts liegen lassen. Und hier kam auch beim zweiten dann im nächsten Vers eben das vor mit der Ordnung. Hier, diese Ordnung hilft uns auch, gerade Bahn zu machen in unserem Leben und alles wegzutun, was uns einfach vom richtigen Weg abbringt.